Hallo meine Freunde, hola Madridistas. N'Golo, sag mal, was Sache ist. Ladies and gentlemen, it's match day. Genau, es ist Spieltag. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich drauf gefreut habe, diesen Satz endlich wieder zu sagen. Die Länderspielpause ist vorbei. Wir können unseren Jungs heute endlich wieder beim Fußballspielen zugucken. Und das beim wahrscheinlich schwersten Spiel bisher in dieser Saison. Heute um 3:45 muss Real Madrid nach San Sebastian, um gegen Real Sociedad zu spielen. Wir unterhalten uns heute im Video natürlich über das Spiel. Wer ist nominiert? Wer wird wahrscheinlich spielen? Wie hat die Mannschaft sich vorbereitet etc. Natürlich reden wir darüber. Dann hört allerdings der Spaß für dieses Video auch schon auf, denn absolute Horrornachricht für Real Madrid. Antonio Rüdiger hat sich verletzt. Und so wie es aussieht, fällt er 3 Monate aus. Was das für Real Madrid bedeutet, gegen wen er fehlen wird etc. pp. erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, ich habe das in meinem Leben bisher immer so gehandelt. Wenn ich eine schlechte und eine gute Nachricht habe, fange ich eher mit der schlechten an. Die gute kann es dann wieder ein bisschen kompensieren. Und die schlechte Nachricht, die gestern Real Madrid getroffen hat, war die Hiobsbotschaft, dass Antonio Rüdiger sich verletzt hat. Ich hatte noch gesagt, dass alle Spieler fit aus der Nationalmannschaft wiedergekommen sind. So war es auch. Ein Antonio Rüdiger war schon auf dem Trainingsplatz. Und dann ist es passiert. Er hat sich verletzt und so wie es aussieht, wird er 10 bis 12 Wochen fehlen. Real Madrid hat dazu natürlich einen medizinischen Bericht gemacht. Lesen wir uns den zusammen einmal durch. Rüdigers medizinischer Bericht. Nach der heute von der medizinischen Abteilung von Real Madrid durchgeführten Untersuchung bei unserem Spieler Toni Rüdiger wurde eine Verletzung des Musculus rectus femoris im linken Bein diagnostiziert. Das Ergebnis steht noch aus. Ja, ihr habt es selber gehört. Es ist wieder das Bein, an dem er vor 2 Monaten operiert wurde. Keiner kann natürlich sagen, woran es liegt. Es kann daran liegen, dass er jetzt in Deutschland, obwohl man ihn in Madrid geschont hat, von 180 Minuten 170 gespielt hat. Es kann daran liegen, dass er letztes Jahr, wie er selber gesagt hatte, 7 Monate unter starken Schmerzen gespielt hat. Aber im Endeffekt ist es ja auch egal, woran es liegt. Das Problem ist vielmehr das Timing. Schauen wir uns mal an, welche Spiele ein Antonio Rüdiger verpassen wird. Und wie ihr seht, das sind mit oder weniger die wichtigsten Spiele, die wir zunächst einmal haben. Natürlich fehlt er bei Atletico Madrid, das ist ja schon in 1-2 Wochen. Dann fehlt er im Clasico gegen Barcelona. Dann fehlt er aber auch in der wichtigsten Gruppenphase der Champions League am Anfang. Er fehlt sowohl gegen Juventus, er fehlt gegen Marseille, aber er fehlt vor allem auch in Anfield gegen Liverpool oder zu Hause gegen Manchester City. Wir wissen, wie gut er bisher einen Erling Haaland handeln konnte. Dieses Duell werden wir aufgrund der Verletzung nicht sehen. Und wie gesagt, es ist die schlimmste Phase. Real Madrid hat in den nächsten 21 Tagen 7 Spiele. Ein Xabi Alonso hat in der Pressekonferenz schon angekündigt, dass jetzt die große Rotation mehr oder weniger startet. Seit Wochen ist das jedem bewusst. Und jetzt fehlt uns wahrscheinlich unser zweit- oder drittbester Innenverteidiger. Naja, wenn man ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen möchte, dann kann man sagen, besser diese Saison als letzte. Ich glaube, hätte er sich letzte Saison verletzt, hätte ein Carlo Ancelotti sich selber einwechseln müssen. Jetzt haben wir zumindest noch einen David Alaba und vor allem auch einen Raúl Asensio, die ihn ersetzen können. Beide Spieler bisher unter Xabi Alonso in dieser Saison noch keine Rolle gespielt. Aber das wird sich natürlich in den nächsten Wochen ändern. Für mich tut es aber besonders auch weh, weil diese Mentalität von einem Antonio Rüdiger in der Kabine fehlen wird. Man kann von ihm fußballerisch halten, was man will, aber er ist ein absoluter Gewinner. Einer, der Mannschaft vermittelt, du musst immer 100% geben. Es ist ein trauriger, starker Verlust für Real Madrid. Naja, blöder Zeitpunkt, aber immerhin noch lieber jetzt als am Ende der Saison, wo es wirklich drauf ankommt. Ich drücke einen Antonio Rüdiger die Daumen, dass er schnellstmöglich wieder fit wird. Vor allem, weil das ja auch eine wichtige Saison für ihn ist. Er weiß ganz genau, es ist sein letztes Jahr bei Real Madrid. Auch er möchte nochmal vorspielen, um entweder bei Real Madrid nochmal einen Vertrag zu bekommen oder Saudi-Arabien, wo auch immer, nochmal ein gutes Angebot zu bekommen. Also,
Ich drücke Toni Rüdiger die Daumen. Er hat sich so oft die Knochen für uns hingehalten. Ich hoffe, er kommt schnellstmöglich wieder zurück und kann, wenn es gut läuft, sogar noch einmal bei Real Madrid verlängern. Ja, wie dem auch sei, das war die traurige Hiobsbotschaft bei Real Madrid. Kümmern wir uns jetzt um das Spiel von morgen. Ich blende euch mal die letzte Trainingseinheit von gestern ab. Das war das Abschlusstraining, wie ich gestern gesagt habe. Das war gegen 15:30 Uhr, hat das gestern gestartet. Kurz danach hat sich die Mannschaft auf den Weg gemacht nach San Sebastian, sind da angekommen. Ganz viele Fans haben Real Madrid erwartet. Also ein tolles Willkommen. Aber ich kann euch so viel versprechen, die Mannschaft von Real Sociedad, die wird Real Madrid nicht mit offenen Armen willkommen heißen. Die wird alles dafür geben, Real Madrid zu schlagen. Ja, schauen wir uns dafür zunächst einmal den Kader an, den ein Xabi Alonso nominiert hat für dieses besondere Spiel für ihn selber. Ihr wisst selber, Real Sociedad ist seine zweite Mannschaft in Spanien oder sogar die erste. Naja, das muss er selber natürlich entscheiden. Wie dem auch sei, ein besonderes Spiel für Xabi Alonso. Das sind die Spieler, die er nominiert hat. Im Tor sind die Spieler alle da. In der Abwehr fehlt natürlich ein Antonio Rüdiger, Mondi. Die Langzeitverletzten haben es nicht geschafft. Aber vor allem, wenn wir ins Mittelfeld gucken, da wird uns Madridistas ganz flau im Magen. Valverde, Tchouaméni, Arda Güler und Ceballos. Das war's. 4 Leute. Ein bisschen verwunderlich, dass ein Thiago Pitarch nicht nominiert wurde, aber ich vermute, es liegt daran, dass Real Madrid Castilla gerade diesen Premier International Cup gespielt hat und Arbeloa selber jeden Mann braucht, um in der Liga nochmal zu spielen. Ich vermute mal, dass es liegt daran. Aber ein Xabi Alonso wurde gestern in der Pressekonferenz natürlich in diesem Zusammenhang auch zu Jude Bellingham gefragt. Ich hatte euch gesagt, der sieht mir relativ fit aus. Hören wir uns mal an, was unser Trainer gesagt hat. Also ich möchte ein wenig optimistisch sein und hoffen, dass es vielleicht schon vor Oktober soweit ist. Er hat zwar schon angefangen, teilweise mit der Gruppe zu trainieren, aber ohne Kontakt, weil man ihn noch ein bisschen schützen musste, damit die Schulter gut verheilt. Aber jetzt hat Jude eine große Anstrengung in der Reha gemacht. Es geht ihm sehr gut und für morgen noch nicht. Aber mal sehen, ob er nächste Woche Fortschritte machen kann, dann vielleicht schon wieder normaler trainieren kann. Bei den Übungen wie einer von den anderen, und wenn wir dann ein gutes Gefühl haben, vor allem er selbst, dann warten wir auf ihn. Ja, ihr habt es gehört, gute Nachrichten. Ein Xabi Alonso ist genauso optimistisch wie ich, als ich euch das Video gezeigt hatte, wo ich gesagt habe, ich glaube, der ist schneller wieder fit als 4 Wochen. Vielleicht nächste Woche schon. Das waren die Worte von Xabi Alonso. Im Endeffekt muss das ein Jude Bellingham natürlich selber entscheiden, wie frei er von Schmerzen ist, wie sicher, wie viel Vertrauen er in seinem Körper hat. Aber im Endeffekt sind das die besten Nachrichten, die wir Madridistas erhalten konnten. Ein Ballon d'Or-Kandidat, vielleicht der beste Mittelfeldspieler der Welt, ist bald wieder auf dem Platz für Real Madrid. Ja, im Sturm seht ihr auch eine ganze Menge Namen. Und wenn ihr relativ weit runter guckt, seht ihr einen Franco Mastantuono. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Mario, warum erwähnst du das so explizit? Franco Mastantuono soll mit Argentinien zur U20-WM, die jetzt in ein paar Wochen startet, und er würde dann 7 Spiele für Real Madrid verpassen. Und dazu wurde ein Xabi Alonso in der Pressekonferenz auch gefragt. Hier ist die Antwort von unserem Trainer. Argentinien möchte Mastantuono zur U20-Weltmeisterschaft mitnehmen. Falls er gehen würde, könnte er bis zu 7 Spiele verpassen. Ich weiß nicht, ob ihr das in Betracht zieht oder ob die Tür für Franco komplett zu ist. Wenn es nach uns geht, wenn es von uns abhängt, bleibt er bei uns. Ja, und ich glaube, ein Xabi Alonso hat die Meinung von Real Madrid relativ klargestellt. Ein Franco Mastantuono ist für Xabi Alonso nicht ein Spieler mehr. Er ist etwas ganz Besonderes für Real Madrid und Xabi Alonso. Das hat man in den ersten 3 Spielen schon gesehen, wo er 2 von Anfang an gespielt hat. Natürlich wird ein Real Madrid so einen wichtigen Spieler für eine U20-WM nicht abstellen. Also finde ich absolut normal. Real Madrid zahlt ihm das Gehalt. Real Madrid ist in ihrem guten Recht. Es tut mir auf der einen Seite für Franco natürlich leid, dass er Argentinien da nicht unterstützen kann. Für ihn war das mit Sicherheit eine große Illusion, aber ich glaube, das Beste, was Franco Mastantuono machen kann, ist erstmal bei Real Madrid zu 100% ankommen, der Fußballer werden, der er werden kann. Und dann kann er mit der A-Nationalmannschaft von Argentinien schon genügend WM noch spielen. Ja, und dann eine Frage, die Frage war vielleicht gar nicht so wichtig, aber die Antwort von Xabi Alonso war das Beste an der gestrigen Pressekonferenz. Hören wir uns die zusammen einmal an.
Guten Abend, Sergio Rodriguez für die Zeitung Marca. Im Zusammenhang mit dem Thema Verteidigung wollte ich Sie fragen über 2 bestimmte Namen, nämlich Tren und Carvajal. Mit Blick auf diesen Monat, der so anspruchsvoll ist, wie Sie denken, wie gehen Sie mit dieser Aufgabe um und nach welchen Kriterien überlegen Sie, dem einen oder anderen eine Chance zu geben? Danke. Nun, glücklicherweise, wir haben einen gesunden Wettbewerb innerhalb des Kaders. Ich glaube, das ist gut für die Mannschaft und es ist wirklich gut für die Spieler, die gefordert werden müssen, um das Beste zu geben von sich selbst, weil man weiß, dass es einen guten Wettbewerb gibt, weil es Teamkollegen gibt, die ebenfalls gut vorbereitet sind. Und bis jetzt sowohl Trent als auch Carvajal. Sie haben auch auf anderen Positionen gespielt, sei es als Innenverteidiger oder als Flügelspieler. Und ich glaube, das ist etwas sehr Gesundes für den Alltag des Kaders, damit sich niemand abgehängt fühlt, sondern dass derjenige, der es verdient, wird spielen. Und das wird das ganze Jahr über sehr oft vorkommen. Es geht doch. Das ist doch genau das, was wir seit über einem Jahr von Carlo Ancelotti hören wollten. Es spielt derjenige, der es verdient. Nicht derjenige, der in den letzten Jahren für Real Madrid irgendwas geleistet hat oder mehr Marktwert hat oder irgend so ein Quatsch. Derjenige, der es verdient, wird spielen. Und das wird die ganze Saison so sein. Das hat ein Xabi Alonso klar gemacht. Und vor allem macht er auch das klar, was uns allen bewusst ist, was wir alle auf diesem Kanal schon seit über einem Jahr sagen. Rotation, ein Kampf um die Startelf ist das Beste, was es in einer Fußballmannschaft geben kann. Ein Vinicius Junior muss wissen, ein Rodrigo ist so ein Stück hinter mir und kann mich jederzeit ersetzen. Ein Mbappé muss das wissen, ein Trent Alexander-Arnold muss das wissen. Valverde, Arda Güler, Hausen, alle müssten wissen, ich muss jedes Spiel 100% geben, jede Trainingseinheit, sonst ist hinter mir ein Kamerad, der fast genauso gut ist wie ich und der 100% geben wird. Also ich bin da komplett bei Xabi Alonso. Das Beste, was einer Mannschaft passieren kann, ist dieser gesunde Zweikampf um jede einzelne Position. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung in den Kommentaren. Ja, das war's zu dem Spiel gegen Real Sociedad. Aber bevor ich mich verabschiede, wie ihr es kennt, die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen geteilt. Auf der einen Seite denke ich, es ist das schwerste Spiel der Saison, es ist sehr wichtig, die besten 11 müssen spielen. Auf der anderen Seite muss man einfach die Nationalreisen bedenken. Welche Spieler haben viele Kilometer in den Knochen, sind gestern oder vorgestern Nacht erst gelandet. Also, vor allem ist jedes Spiel bei Real Madrid ja wichtig. Das Champions League-Spiel am Dienstag ist ja genauso wichtig jetzt wie das Ligaspiel. Madrid kann sich nicht erlauben, Punkte abzugeben. Daher wären für mich zunächst einmal die 3 Brasilianer gesetzt. Denn die durften in Madrid bleiben, durften sich ausruhen, die sind gesetzt. Genauso gesetzt ist auch ein Álvaro Carreras und ein Trent Alexander-Arnold, die beide nicht bei der Nationalmannschaft berufen waren. Also, damit haben wir 5 Plätze schon mal besetzt. Im Tor Thibaut Courtois. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Der Innenverteidiger neben Eder Militao ist natürlich Dean Housen. Dean Housen, unglaubliche Länderspielpause. Ein Gamechanger aus der Innenverteidigerposition. Dean Housen muss gefühlt immer spielen. Im defensiven Mittelfeld haben wir keinen, der an einen Aurélien Tchouaméni rankommt. Der muss natürlich spielen. Dann haben wir im Mittelfeld natürlich einen Arda Güler. Auch Arda Güler ist einer dieser Spieler, der keinen natürlichen Ersatz hat in diesem Kader. Also gesetzt natürlich der junge Türke, der Spielmacher. An seiner Seite wird es kompliziert. Ein Fede Valverde kommt gerade aus Uruguay, hat 180 Minuten gespielt, ist vorgestern erst gelandet. Ich würde tatsächlich mit einem Dani Ceballos starten, der topfit sein müsste. Also, wie gesagt, wir haben nach Rotation verlangt, dann müssen wir auch rotieren. Und vorne drin, wie gesagt, fehlt nur noch einer und das ist natürlich Kylian Mbappé. Auch er war mit Frankreich unterwegs, hat, glaube ich, in 2 Spielen 2 Tore gemacht, eine Vorlage etc. Das wäre meine Aufstellung, wenn ich der Trainer heute von Real Madrid wäre. Und ich weiß, es ist nicht ideal. Ein Rodrigo ist rechts vorne nicht seine beste Position, aber er ist topfit. Er möchte einen Xabi Alonso von sich überzeugen. Die Spieler können ja vorne auch alle 3 rotieren. Mir ist relativ egal, wer links ist, wer in der Mitte, wer rechts ist. Keiner von den 3 ist rechts am besten. Jeder wahrscheinlich ist links am besten. Vorne drin, Kylian Mbappé macht seinen Job aber schon sehr, sehr gut. Ja,
Bin ich gespannt, was ihr zu meiner Aufstellung sagt. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Ich hoffe, wir sehen uns heute alle ab 4 Uhr hier auf dem Kanal bei meinem Livestream. Würde mich richtig freuen. Und ansonsten, sage ich mal, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, sage ich.